Stell dir vor, du bist als Arbeitgeber gesetzlich verpflichtet, jemandem für einen einzigen Arbeitstag so viel Geld zu zahlen, dass er beschließt, einfach mietfrei in deinen eigenen Geräteschuppen einzuziehen. Ja, das klingt völlig absurd. Oder? Und dann schaut er dir beim Schwitzen zu und macht die restlichen 6 Tage der Woche einfach keinen Finger mehr krumm. Wahnsinn. Und das alles passiert völlig legal und eigentlich mit den allerbesten Intentionen des Staates. Genau dieses paradoxe Szenario schauen wir uns heute an. Also herzlich willkommen zu Mette Smarte Missionen. Hallo zusammen. Wir sind ja quasi euer virtuelles Redaktionsteam und öffnen heute wieder mal die absolute Schatztruhe unserer Recherche, also die Heidrich-Blog-Artikel. Oh ja, und wir tauchen heute tief in den Monat Januar 2018 ein. 2018 stammen, das macht sie für jeden, der sich für Südamerika interessiert, zu purem Gold. Absolut, ja. Das ist halt kein mit Instagram-Filtern weichgezeichnetes Auswanderermärchen, ne? Und auch keine nach Drehbuch inszenierte Doku-Soap oder so. Nee, das ist das echte Leben. Richtig. Genau das macht diese Berichte zu einer fantastischen Blaupause. Das ist das pure, ungeschönte Leben im ländlichen Uruguay, aus dem man heute noch exakt die gleichen wertvollen Lektionen für die Vorbereitung ziehen kann. Da stimme ich dir voll und ganz zu. Und man muss an der Stelle wirklich mal ein großes, respektvolles Dankeschön an Gabi und Steffen richten. Auf jeden Fall. Also die Art und Weise, wie schonungslos offen die beiden ihren Alltag im tiefen uruguayischen Hinterland über Jahre hinweg dokumentiert haben, das erfordert echt enormen Mut. Ja, absolut. Ohne diese Bereitschaft halt auch mal das Scheitern und die ganzen Frustrationen zu teilen, da hätten wir diese tiefen Einblicke in so eine völlig andere Kultur doch gar nicht. Das ist ein super Punkt. Und um euch, die ihr uns gerade zuhört, nochmal kurz abzuholen, in unserer letzten Ausgabe, also in Podcast 13, da haben wir ja den Dezember 2017 analysiert. Oh ja, das war schon heftig. Willst du vielleicht mal kurz zusammenfassen, was da so abging? Klar, gerne. Also wir hatten da ja dieses fantastische erste große Asado, wo leidenschaftlich gewettet wurde. Ah ja, genau. 3, 5 oder 8 Stunden Garzeit. Genau das. Und dann diese knochenharte körperliche Arbeit. Also die Ernte von 200 Alpha-Fahrheu-Paketen. Und jedes davon hat 30 Kilo gewogen. Boah, Wahnsinn. Bei der Hitze. Ja, und dazu dieser frustrierende Kampf mit den Plastik-Silageschläuchen, die einfach überhaupt nicht halten wollten. Stimmt, das war ein Drama. Und wir waren quasi mit Gabi und Steffen auf diesem bürokratischen Ausflug beim Hauptzollamt in Montevideo, Ja. um die Cedula, also die Daueraufenthaltsgenehmigung, zu regeln. Richtig, das war auch ein Abenteuer für sich. Und dabei haben wir ja auch 2 Helfer kennengelernt, Daniel und Anderson. Ja, genau. Und genau dieser Anderson, der wird jetzt im Januar 2018 zum Sinnbild für den vielleicht größten Kulturschock, den man als Auswanderer dort erleben kann. Ja, das ist wirklich wie unter einem Vergrößerungsglas. Der Januar ist ja Hochsommer in Uruguay. Genau. Und wir fangen direkt mal mit dem Blog-Eintrag Kulturelle Unterschiede an. Also wenn man durch Uruguay fährt, dann wirkt es oft extrem vertraut. Die Architektur, die Verkehrsschilder, die Gesetze, das hat alles sowas Europäisches. Ja, man denkt schnell, man ist in einer Art wärmerem Spanien. Genau. Aber unter der Oberfläche, da ticken die Uhren komplett anders. Da triffst du den Nagel auf den Kopf. Das Faszinierende hierbei ist diese unglaubliche Mentalität des Hier und Jetzt. Wie meinst du das genau? Also wir sind ja gewohnt, extrem langfristig zu planen. Wir schließen Versicherungen ab, planen die Rente. Aber dort auf dem Land, da sind Statussymbole keine dicken Autos oder so. Sondern? Naja, echte Sicherheit sind Kühe hinterm Haus, in Pferd und dass du heute genug zu essen hast. Langfristige Pläne machen in so einem Umfeld, das historisch oft von Unvorhersehbarkeiten geprägt war, oft gar keinen Sinn. Okay, das ist natürlich eine komplett andere Herangehensweise. Und jetzt kommt eben die Regierung ins Spiel. Die hat ja, um die Landarbeiter abzusichern, ein wirklich gut gemeintes Gesetz zur Sozialversicherung eingeführt. Ja, in der Theorie eine super Sache. In der Theorie ja, aber in der Praxis auf dem Land fatal. Und das bringt uns zum Anderson-Dilemma. Also, Gabi und Steffen wollen alles gesetzeskonform machen. Sie melden den Anderson, der als Holzfäller aushilft, offiziell an. Für einen Tag pro Woche, richtig. Genau, für genau einen Tag. Sie zahlen ihm den neuen Mindestlohn. Und zack, Anderson verdient plötzlich an diesem einen Tag mehr Geld als vorher in einer ganzen Woche beim Sägen. Was natürlich für ihn ein absoluter Jackpot ist. Ja, aber es eskaliert halt völlig.
wegen Regen und Schlangen und jetzt halte ich fest, einem umherschleichenden Jaguar. Ein Jaguar. Krass. Ja, darf Andersen vorübergehend im Galpon schlafen, also im Geräteschuppe, und das wird für ihn zum 5-Sterne-All-Inclusive-Urlaub. Lass mich raten, er hat sich so richtig gemütlich gemacht. Und wie? Strom, fließend Wasser und das Beste, er holt sich gratis Eiswürfel für seinen Mate-Tee bei Gabi und Steffen ab. Nein, echt? Eiswürfel vom Chef? Ja? Er sitzt also 6 Tage die Woche tiefenentspannt im Schatten, trinkt eiskalten Mate und guckt den beiden beim Arbeiten zu. Das nervt die natürlich irgendwann extrem. Das kann ich mir vorstellen. Und als er sich dann noch weigert, wegen der irren Hitze um 5 Uhr morgens anzutreten und obendrein noch verbotenerweise 2 streuende Hunde anschleppt, da ziehen Gabi und Steffen die Reißleine. Zu Recht. Sie feuern ihn. Aber das Verrückte ist, Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit, das perlt an ihm ab wie Wassertropfen an einer Lotusblüte. Er versteht gar nicht, was ihr Problem ist. Er hat das System halt komplett ausgedribbelt für seinen eigenen Nutzen. Lass uns das mal aufdröseln. Das ist ja echt so, als würde man im Lotto gewinnen, entscheidet sich dann aber dafür, mietfrei in der Garage seines Chefs einzuziehen und ihm beim Arbeiten zuzuschauen. Ja, so ungefähr. Wie bewertet man als Auswanderer so eine Situation, ohne permanent frustriert zu sein? Das Faszinierende hierbei ist, dass diese gut gemeinten, am Schreibtisch entworfenen Gesetze halt komplett an der rauen Lebensrealität auf dem Campo abprallen. Ohne das jetzt irgendwie politisch werten zu wollen, natürlich. Genau, völlig neutral betrachtet. Es funktioniert vor Ort einfach anders. Da hat Mattes ja in Folge 20 ausführlich drüber gesprochen. Ah, stimmt. Die wichtigsten Skills für Uruguay sind absolute Flexibilität und ein total entspanntes Mindset. Wer da mit so einer deutschen Pünktlichkeits- und Effizienzerwartung ankommt, der scheitert einfach. Absolut. Und Andersen wollte ja bei 37 Grad im Schatten nicht arbeiten. Aber auf einer Farm wartet die Arbeit halt nicht. Das bringt uns echt zur ungeschönten Naturhärte des Januars. 37 Grad ist auch echt kein Spaß, wenn man körperlich arbeiten muss. Nee, gar nicht. Im Blogbeitrag Morgenstund hat Gold im Mund berichtet Gabi dann von den neuen Angestellten Daniel. Und der hat eine ganz andere Arbeitsethik. Der ist das krasse Gegenteil von Andersen, oder? Komplett. Er jammert nicht, er verlegt die schwere Arbeit einfach in die Nacht oder fängt klaglos um 5 Uhr morgens an, wenn es noch kühl ist. Das zeigt, wie intelligent man sich anpassen kann. Und Daniel ist ja auch extrem clever, was das Netzwerken angeht. Oh ja, der Schafstil. Das ist so die coole Geschichte. Erzähl mal. Also der Nachbar hat eine riesige Herde, 700 Schafe. Und die müssen einmal im Jahr ein chemisches Bad gegen Parasiten nehmen. Das ist natürlich ein logistischer Albtraum. 700 Schafe baden. Das dauert. Eben. Und Daniel macht jetzt folgenden Deal. Er hilft beim Nachbarn beim Schafebaden ordentlich mit. Im Gegenzug dürfen Gabi und Steffens wenige Schafe und Ziegen völlig kostenlos mit ins Bad. Das ist genial. Ein perfektes Beispiel für dieses ländliche uruguayische Netzwerk. Man tauscht Arbeit gegen Nutzwert. Genau. Und Steffen packt sogar noch mit an und bekommt als Belohnung am Ende ein richtig ordentliches Asado spendiert. Da wäscht wirklich eine Hand die andere. Keine Verträge, keine Bürokratie, einfach machen. Richtig. Aber bei der Hitze gibt es noch ganz andere Probleme. Das Thema Wildbienen. Oh, das habe ich gelesen. Das klingt wie aus einem Horrorfilm. Ja, total. Es ist brütend heiß und auf einmal dringen Bienen durch den Kamin ins Haus ein. Ins Haus? Ja, direkt in die Küche, ins Wohnzimmer, sogar in die Vorratskammer. Die suchen Kühlung und das Haus ist voller Bienen. Was macht man da bitte? Den Kammerjäger anrufen, kannst du da draußen ja vergessen. Eben. Gabi startet eine absolute Rettungsaktion, total pragmatisch. Sie entfacht im Kamin ein rauchendes Feuer, aber sie nimmt nassen Grasschnitt dafür. Ah, Nasses Gras macht extrem dichten Qualm, ohne viel Hitze. richtig. Das räuchert den Kamin ein und die Bienen verziehen sich nach draußen. So ein cleverer Move. Das musst du auch erst mal wissen in der Panik. Ja, Wahnsinn. Als so einen ruhigen Gegenpol gibt es dann im Blog aber auch noch die Geschichte von Gabis Lavendelernte. 223 Büsche blühen und sie stellt aus dieser anspruchslosen Pflanze mit Alkohol Essenzen her. Das ist dann wieder dieses idyllische Bild vom Farmleben. Genau. Aber hier wird es wirklich interessant. Es ist ja ein ständiger Tanz mit der Natur.
Man kann sie nicht besiegen, man muss Deals mit ihr machen, genau wie Daniel mit den Schafen. Aber sag mal, all diese harte körperliche Arbeit bei der mörderischen Hitze, ist das eigentlich der Traum, den Mattes und seine Frau da verfolgen? Nein, überhaupt nicht. Aha. Wenn wir das mal mit dem großen Ganzen verbinden, sehen wir da genau den Unterschied. Da hat Mattes ja in Folge 40 bei den Top 5 Regionen ganz klar Stellung bezogen. Was ist denn deren Plan? Also Gabi und Steffen leben das pure Farmleben im wirklich tiefen Hinterland. Mattes und seine Frau suchen zwar das ländliche Leben, aber zwingend mit Infrastruktur. Also sowas wie Asphalt und Krankenhäuser in der Nähe. Genau, Regionen wie Colonia oder Maldonado. Diese Extremerfahrungen aus dem Block, also mit Bienen im Kamin und streikenden Holzfällern, das ist für Mattes der perfekte Realitätscheck, um ganz klar zu wissen, was sie eben nicht wollen. Verstehe. Das ist echt wichtig, diese Unterscheidung zu treffen. Und apropos Infrastruktur. Neben der Hitze machen auch die schlechten Straßen und diese dornigen Büsche ständig die Fahrzeuge kaputt. Ja, die Reifenverschleißrate ist da enorm. Und dann ist da noch ein ganz anderes, fast so ein witziges Problem. Der ständig verstopfte Dieselfilter an Gabis Auto. Oh ja, das Thema Biodiesel. Ja, warum passiert das andauernd? Wegen des massiven Einsatzes von Biodiesel in Uruguay. Und das führt uns direkt zum nächsten großen Thema, Uruguays radikaler Wandel. Ja, das ist wirklich eine erstaunliche Entwicklung. Gabi beschreibt in ihrem Artikel Saubere Energie so einen Aha-Moment am Rio Negro. Uruguay hat in nur ungefähr 10 Jahren eine absolut unglaubliche Energiewende hingelegt. Fast 100% erneuerbare Energie. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 100%. Windkraft, riesige Wasserkraftwerke, Solar und sogar Biomasse aus Reisschalen. Und sie sind weltweit führend beim Biodieselverbrauch. Was natürlich super für die Umwelt ist. Ja, total toll für die Umwelt, aber eben ziemlich schlecht für alte Autofilter. Genau, der Biodiesel hat so eine reinigende Wirkung, der löst den ganzen alten Schmutz aus den Tanks und das verstopft dann gnadenlos die Filter der Autos. Verrückt, wie das alles zusammenhängt. Aber dieser technologische Fortschritt steht in einem extrem harten Kontrast zur traditionellen uruguayischen Kultur. Inwiefern? Naja, die Jugend auf dem Land will plötzlich keine Pferde mehr reiten. Die wollen Mopeds oder Autos. Und statt stundenlang Mate-Tee zuzubereiten, trinken sie eiskalte Cola aus der Plastikflasche. Ah, okay. Und die Regierung pusht natürlich Gesundheit und Umweltschutz weiter. Ja. Aber die tief verwurzelte Fleischkultur, die wehrt sich da echt massiv. Das ist dieser Kulturkampf. Oh ja. Der Humorhöhepunkt für mich war dieser Blog-Eintrag „Rettet die Pflanzen“. Gabi hatte ein Schild vor einem Restaurant gesehen, darauf stand ernsthaft: Tausende von Pflanzen sterben jedes Jahr aufgrund der Vegetarier. Rettet eine Pflanze und esst Asado. Großartig. Das fasst diese uruguayische Seele so perfekt zusammen. Total. Aber Gabi erwähnt in dem Blog auch, dass die Regierung per Dekret Salzstreuer in Restaurants verboten hat wegen der Gesundheit. Ja, das war so eine Phase. Halt, Moment mal. Da müssen wir direkt eingreifen und auf Folge 39 von Mattes verweisen. Ah, die Folge „Wir haben Quatsch erzählt“. Genau die. Da hat Mattes ja auf seiner Erkundungsreise 2025 festgestellt, Salz steht in den allermeisten Restaurants sehr wohl ganz normal auf dem Tisch. Ja, da sieht man mal. Gabi hat das damals, 2018, wirklich so erlebt, das war ja auch so, aber Dinge ändern sich eben. Gesetze weichen auf. Das beweist wieder mal, wie extrem wichtig es ist, vor Ort selbst nachzuschauen und sich nicht nur auf alte Infos zu verlassen. Ganz genau. Das wirft eine wichtige Frage auf. Wie balanciert Uruguay eigentlich diesen rasanten ökologischen Fortschritt mit seinen wirklich tief verwurzelten Traditionen? Das ist echt der Spagat, den das Land dahin legt. Denn trotz dieses ganzen modernen Wandels, trotz der Mopeds und dem Verkehrschaos in der Hauptstadt Montevideo, gibt es sie ja noch. Die unberührten Ecken, meinst du? Ja, die zeitlosen Ecken Uruguays, die schon vor Hunderten von Jahren die Menschen fasziniert haben. Gabi beschreibt das so schön in dem Artikel „Auf Darwins Spuren“. Der Ausflug zum Punta Gorda, richtig? Genau, zum Kilometer Null. Da fließen der Rio Uruguay und der mächtige Rio Paraná zusammen und bilden gemeinsam den Rio de la Plata. Und der ist an der Mündung einfach mal 220 Kilometer breit. Das ist die breiteste Flussmündung der Welt? Einfach unvorstellbar, diese Wassermassen. Und schon Charles Darwin stand genau an diesem Ufer, im Jahr 1833. Wahnsinn.
Gabi beschreibt da so steile, alte Steintreppen, Fossilien, die man einfach finden kann und eine Natur, die so üppig ist, dass man sich stellenweise echt durchs dichte Gebüsch schlagen muss. Das klingt nach echtem Abenteuer. Total. Keine Stromleitungen weit und breit, keine riesigen Hotelkomplexe, nur riesige Schwärme von Vögeln. Und unter Wasser bildet sich so ein dynamisches Labyrinth, das ständig von Sand aufgefüllt wird. Deswegen müssen die Fahrerinnen für die großen Fähren rüber nach Buenos Aires ja auch immer wieder komplett neu ausgebaggert werden. Die Natur holt sich das immer wieder zurück. Das ist genau diese Dualität, über die wir gesprochen haben. Auf der einen Seite hast du ein Hightech-Land mit 100% erneuerbarer Energie und modernsten Gesetzen, die am Reißbrett entworfen werden. Ja. Und auf der anderen Seite steht eine wilde, fast prähistorische Naturlandschaft, die sich seit Charles Darwin quasi nicht verändert hat und die den Menschen ihre eigenen Regeln aufzwingt. Wow, das ist echt eine perfekte Zusammenfassung dieses Kontrasts. Wenn wir das mal kurz rekapitulieren, dieser Januar 2018, der zeigt uns wirklich das absolut echte Uruguay. Ungeschönt und ehrlich. Genau. Es fordert echt ständige Anpassung, egal ob an streikende Holzfäller im Geräteschuppen, extreme Hitze, Bienenschwärme im Kamin oder eben an diese verstopften Biodieselfilter. Aber es belohnt einen am Ende mit einer so unberührten Natur und einer ganz tiefen Gelassenheit. Und das bringt mich zu einem kurzen Schlussgedanken, den man vielleicht einfach mal mitnehmen kann. Schieß los. Wenn wir lernen, nicht ständig gegen die wilden Wellen des Alltags anzuschwimmen, sondern uns ab und zu einfach mal vom Rhythmus eines fremden Landes treiben zu lassen, dann entdecken wir vielleicht, dass gerade das völlig Ungeplante oft die schönste Geschichte schreibt. Ein toller Gedanke. Und damit übergebe ich jetzt den Ball direkt an euch da draußen. Was steht bei euch im Fokus? Ja, das würde uns echt interessieren. Würdet ihr pragmatisch wie Daniel auch um 5 Uhr morgens auf dem Feld stehen und arbeiten? Oder hättet ihr, wenn ihr ehrlich seid, doch ein bisschen Verständnis für Anderson in seinem Schuppen mit den Eiswürfeln? Schreibt das mal unbedingt in die Kommentare der YouTube-Folge. Wir sind sehr gespannt. Und Leute, bleibt unbedingt dran. In der nächsten Folge, das ist dann Podcast 15, stürzen wir uns in den Februar 2018. Und es wird nicht langweiliger, versprochen. Oh nein, ganz bestimmt nicht. Macht euch gefasst auf Hühner, die urplötzlich entdecken, dass sie tatsächlich fliegen können. Das wird lustig. Wir machen einen völlig kuriosen Ausflug nach Berlin, ja, mitten in Uruguay. Es gibt Berichte über vom Sand komplett zerstörte Brillen und Trommelwirbel? endlich! Nach 19 Monaten erbitterter Gegenwehr bekommen Gabi und Steffen endlich eine Katze. Das dürft ihr auf gar keinen Fall verpassen. Ich freue mich schon sehr darauf. Danke fürs Zuhören heute. Von mir auch vielen Dank, macht's gut und bis zum nächsten Mal bei Mattes Mate Mission.